Ich habe mir vor kurzem einige alte Strategiespiele gebraucht auf Medimobs gekauft, um die alten Schinken als Original auf CD-ROM zu haben und sie mir letztendlich anzuschauen. Erstaunlicherweise funktionieren sogar fast alle Spiele, die ich gekauft habe. Während die meisten so um die 4 bis 5 Euro kosteten, war eines dabei, das glatt das 10-fache gekostet hat. Das ist nicht verwunderlich, denn es ist wahnsinnig schwer, an eine offizielle Version dieses Klassikers zu kommen. Die Rede ist natürlich von Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1. Der erste von 2 Titeln aus dem Hause EA, die bei jedem Herr der Ringe und Echtzeitstrategie-Fan die Herzen höher schlagen lassen. Damals habe ich mir Schlacht um Mittelerde 2 als EA Most Wanted Version gekauft und überhaupt nicht an den ersten Teil gedacht. Die Tatsache, dass EA irgendwann die Rechte an der Marke verlor und dadurch die Spiele nicht mehr vertreiben durfte, halfen nicht gerade dabei, diesen nachzuholen. Doch nun war es endlich soweit. Ich liebe die Herr der Ringe-Filme und mir lief deshalb schon beim Intro ein wohliger Schauer über den Rücken. Dieses zeigt nämlich Filmszenen in Spielgrafik. Wobei, eigentlich musste ich fast die ganze Zeit an etwas anderes denken. Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Als das Lied eines Tages knapp wurde, sagte der Menschenkönig zu Sauron, Popsmaul? worauf der Orkkönig den Krieg erklärte. Überraschung! Multi-Kill! Ultra-Kill! Monster! Quack. 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 Ja, huch. Nach dem Intro landet man im ebenfalls sehr stimmungsvollen Hauptmenü und hat die Möglichkeit, die sogenannte Kampfschule zu besuchen. Diese zeigt in einigen kurzen Videos die wichtigsten Funktionen des Spiels und fungiert so als Tutorial. Ich werde euch nun berichten, wie ihr gegen eure Feinde zu Felde zieht. Das fand ich direkt cool, weil ich so nicht in den ersten Missionen die nervigen „Mit der Maus kannst du die Kamera bewegen" oder „Klicke auf eine Einheit, um sie auszuwählen" Sätze hören musste und direkt loslegen konnte. Denn auf die Kampagne habe ich mich am meisten gefreut. Das liegt vor allem daran, dass ich damals eben den zweiten Teil gekauft habe. Mann, war ich da enttäuscht, dass man in dem nicht die Geschichte des Rings nachspielt, sondern eine ganz andere, eigens für das Spiel erdachte Story erlebt. Die richtige Reise der Gefährten wurde natürlich hier im ersten Teil erzählt. Entsprechend war das Grinsen groß, als ich nun nach all den Jahren die gute Kampagne starten konnte, nur um dann bereits in der ersten Mission zu versagen, weil der Balrog mich etwas überraschte und meinen guten Gandalf etwas zu schnell aus den Latschen haute. Das war natürlich geplant, weil ich sehen wollte, was dann passiert. Als der Balrog schlussendlich starb und Gandalf einfach weiterlief, wurde mir klar, dass nicht ganz alles so ist wie im Film. Nachdem ich dann schon in der dritten Mission ein paar Mal neu starten musste, weil ich nicht klar kam, wurde auch noch Pippin, wohlgemerkt mit vollem Leben, von einem Troll übelst aus dem Leben gesniped. Hört mir zu! Folgt Mach deinen letzten Atemzug. Ich hatte dann zusätzlich zur falschen Zeit Escape gedrückt, wodurch nichts weiter passierte, als dass sich die Kamera drehte und ich das Spiel nicht beenden konnte. Etwas schwindelig habe ich das dann doch irgendwie hinbekommen. Das war der Moment, in dem ich dann für mich entschieden habe, so, du bist hier, um eine gute Zeit zu haben und nicht, um auf normal aufs Maul zu bekommen. Und so stellte ich auf den Schwierigkeitsgrad leicht um. Ich muss ja niemandem etwas beweisen. Wer hätte es gedacht? Nun ging alles viel leichter von der Hand und ich hatte eine echt gute Zeit. Auf der Weltkarte von Mittelerde kann ich mich nach und nach entscheiden, welche Gebiete ich besuche. Mal mit der Gemeinschaft des Rings, mal mit anderen bekannten Personen der Geschichte, wie zu Beginn Eomer mit seinen Rohirrim. Viele Gebiete werden mit kurzen Filmsequenzen unten links präsentiert. Habe ich mit Eomer eines der Gebiete gewählt, die zusätzlich einen Bonus für den weiteren Verlauf der Kampagne mit sich bringen, gelange ich nach einem kurzen Ladebildschirm mit getragener Erzählung: In diesem Hügelland führen die Menschen Rohans ein Leben als Nomaden. Wenn es gilt, ihre Heimat zu verteidigen, kämpfen sie bis zum Tod. Und häufig einem kleinen Intro-Filmchen,
auf die normale Schlachtkarte. Hier kann man dann den eigentlichen Spielablauf von Schlacht um Mittelerde erleben und, in meinem Falle, unter die Lupe nehmen. Man startet, außer in einigen Missionen, mit ein paar Soldaten und einem Hauptgebäude. Dieses hat ringsherum größere und kleinere Bauplätze, auf denen man per Linksklick Gebäude errichten kann, welche sich dann automatisch aus dem Boden auftun und nach einer kurzen Zeit fertig gebaut sind. Zum Bau dieser Gebäude und später Einheiten und Weiterentwicklung benötigt man nur einen Rohstoff, nämlich Rohstoffe. Diese werden in Gehöften oder ähnlichen Ressourcengebäuden automatisch generiert. Je mehr man besitzt, desto schneller werden Rohstoffe gesammelt. Da der Platz in der Basis jedoch begrenzt ist, kann man nicht einfach alles mit Farmen zupflastern. Wo bliebe sonst der Platz für die Ausbildungsgebäude? Diese bieten einem die Möglichkeit, unterschiedliche Truppen auszuheben. Die kommen nicht einzeln aus der Ausbildung, sondern gleich in einem Bataillon. Wie zu erwarten, haben alle dabei ihre Stärken und Schwächen. Reiter der Rohirrim sind besonders effektiv gegen diverse Bodentruppen, werden von den Piken der Uruk-hai aber problemlos aufgespießt, welche wiederum Bogenschützen fürchten müssen. Ganz nice dabei ist, dass sich die Gebäude mit der Zeit aufleveln. Bildet man in einem Stall besonders viele Reiter aus, steigt dieser eine Stufe auf und ermöglicht den Zugriff auf weitere Einheitentypen. Das sorgt dafür, dass man seine alten, hochgelevelten Gebäude möglichst lange schützen möchte, damit man auch weiterhin besondere Einheiten ausbilden kann. Dafür können zum Beispiel Türme auf den kleinen Bauplätzen errichtet werden. Doch nicht nur die Gebäude steigen im Rang auf. Auch alle Helden- und Einheitenbataillone sammeln mit der Zeit Erfahrung im Kampf und erreichen höhere Level. Bei Helden schalten sich so nach und nach immer weitere Spezialfähigkeiten frei, sowie passive Effekte. Bei den Einheiten verbessern sich die Basiswerte und sie erhalten später einen Bannerträger, der ein dezimiertes Bataillon Stück für Stück wieder mit frischen Soldaten ausstattet. Richtig geil ist, dass man die gelevelten Einheiten von Mission zu Mission mitnimmt. Man kann ihnen sogar eigene Namen geben, was ich natürlich getan habe, und sieht dann, wie viele Gegner sie in der einzelnen Mission und über den Verlauf der Kampagne getötet haben. Gleiches gilt für alle Helden, nur dass man die komischerweise nicht umbenennen kann. Sowas aber auch. Ich habe also ein Interesse daran, dass meine Einheiten in den Gefechten nicht draufgehen, weil ich sonst sehr starke Mitstreiter verlieren würde. Also behüte ich sie mehr als in anderen Spielen, wo die Einheiten meist nur Fleischmassen sind, bei denen es eher egal ist, wie viele sterben, wenn am Ende kein Gegner mehr lebt. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn die Boys auf das Schlachtfeld geritten kommen. Oder, ja, die hier. Besonders wenn sie den Feind überreiten. Wenn man es geschickt anstellt, haben schwache Gegner überhaupt keine Chance und werden von der Kavallerie gnadenlos in den Boden gestampft. Sollten die eigenen Soldaten doch mal etwas Schaden nehmen, kann man sich mit den Fähigkeiten am linken Bildschirmrand helfen. Diese schaltet man mit der Zeit frei, indem man einfach Gegner verdrischt oder Gebäude zerstört und so die Punkteanzeige im Palantir erhöht. Hat man genug Punkte, kann man sich eine Fähigkeit aussuchen, die sich dann mit in das Arsenal auf der linken Seite begibt. So kann ich zu Beginn heilen, später dann Elbenkrieger als Unterstützung holen. Vernichtet sie! Seid wachsam, Elben! Oder ganz am Ende die Armee der grünen toten Könige herbeirufen. Durch die vergabelte Freischaltung muss man auch überlegen, welcher Zauber zuerst sinnvoll ist. Verbessern kann man seine Soldaten zusätzlich auch durch Forschungen. Allerdings bekommen nicht einfach alle Einheiten eine schwere Rüstung, wenn man diese erforscht hat, sondern nur die, bei denen ich die Forschung nachher manuell in Auftrag gebe. Das zahlt wieder darauf ein, dass sich die eigenen Einheiten wertvoll anfühlen, da man viel Zeit und Rohstoffe in sie investiert. Da wäre es wirklich schade, wenn sie einfach platt gemacht werden würden. Oder was meinst du, Pippin? Um dem teils massiven Rohstoffverbrauch Herr zu werden, kann man auch überall auf der Karte verteilte Vorposten einnehmen, um dort eine kleinere, meist ungeschützte Gebäudeanzahl zu errichten. Da diese oftmals weit vor der eigenen Basis platziert sind, kann der Gegner sie auch gerne mal zurückerobern und für sich selbst beanspruchen. Manchmal trifft man unterwegs auch auf, ich sage mal, Nester von neutralen Monstern wie Trollen, Wargen oder ähnlichem. Diese kann man angreifen und niederreißen, um ein paar Schätze zu finden, die wiederum Rohstoffe bedeuten. Auf den Karten ist also einiges los. Das hat mir auch beim zweiten Teil sehr gefallen. Zudem strotzen die Animationen der Einheiten nur so vor Liebe zum Detail. Wählt man seine Soldaten aus, nehmen sie Haltung an. Und wenn das Auge Saurons das Schlachtfeld beäugt und der rote Lichtstrahl die Einheiten trifft, kommt es gerne mal vor, dass diese sich ängstlich unter diesem zusammenkauern. Sowas liebe ich ja. Auch die Gebäude haben kleine, aber feine Details, die man beobachten kann.
Ich fand das Schlachthaus von Isengard besonders spannend. Es ist extra Aufwand, der die Gefechte aber umso lebendiger macht. Schön, dass sich dafür Zeit genommen wurde, um noch ein paar Prozent mehr aus dem Spiel herauszuholen. Wo wir gerade bei Prozenten sind. Hat man eine Mission abgeschlossen, bekommt man, wie vorhin erwähnt, gewisse Boni für den restlichen Verlauf der Kampagne. Das kann ein höheres Einheitenlimit sein, ein Multiplikator für die Rohstoffgewinnung oder Punkte für die Spezialfähigkeiten. Das ist ganz hilfreich, weil man sich so die zukünftigen Missionen etwas einfacher machen kann, weil man beispielsweise mehr Truppen ausheben darf. Das klingt etwas freier, als es letztlich ist. Gerade zu Beginn muss man nämlich trotzdem alle Gebiete abklappern, was den Vorteil etwas schmälert, da man nur die Reihenfolge festlegt, in der die Boni freigeschaltet werden. Dennoch mag ich den Ansatz. Absolute Highlights sind natürlich die Schlachten an den großen Schlüsselpunkten der Filme. Also die Belagerung von Helms Klamm, Sie sind keine Gegner! Zieht eure Schwerter! der letzte Marsch der Ents bei dem Pippin mal wieder starb, oder der Kampf um Minas Tirith. Abbrechen! Und die Truppen werden angegriffen! Gönnt ihnen keine Hilfe! Abbrechen! Oh, Herren! Diese Level sehen einfach immer geil aus. Da funkeln meine Augen und ich weiß, was ich als kleiner Junge eigentlich im zweiten Teil sehen wollte. Nämlich genau das. Hören wiederum wollte ich den Soundtrack, den ich hier leider aus Copyright-Gründen nicht im Hintergrund laufen lassen kann. Stattdessen läuft der von Total War Warhammer. Aber psst. Die Stücke von Howard Shore, die man schon aus der Filmtrilogie kennt, untermalen das Spiel so gut und machen alles nochmal epischer, als es in einem anderen Spiel sein könnte. Gleiches tun die Sprecher. Die meisten der Sprüche kannte ich bereits aus dem zweiten Teil, aber nichtsdestotrotz fand ich sie aufs Neue super. Das Ich glaube, dort ist der Feind! oder Ich krieg langsam Hunger! zum Beispiel. Bei den Helden sind es die Synchronsprecher, die auch in den Filmen den Gefährten und Bösewichten ihre Stimme leihen, mit ein paar Ausnahmen. Auch wenn es minimal stört, dass beispielsweise Gimli mit einer anderen Stimme spricht, als ich es gewohnt bin, Du hässlicher Lucke! ist das sofort verflogen, wenn Saruman in der bösen Kampagne mit der richtigen Stimme seine Pläne offenbart. Nur Gondor steht noch zwischen Mordor und dem Rest Mittelerdes. Wenn Gondor fällt, gehört ganz Mittelerde Sauron. Die dunkle Kampagne ist selbstredend auch eine sehr coole Sache. Mittelerde mit Orks und Uruk-hai in den Abgrund stürzen, macht vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen mehr Spaß, als die gute Heldenreise zu bestreiten. Gerade die Uruk-hai habe ich bereits in den Filmen absolut geil gefunden. Diese übers Schlachtfeld schicken zu können, ja doch, das hat schon was. Natürlich kann man nicht nur die Kampagnen spielen, sondern auch klassische Skirmish-Partien mit den 4 Völkern Rohan, Gondor, Isengard und Mordor. Die spielen sich ähnlich wie die normalen Missionen der Kampagne, nur dass man natürlich Zugang zu allen Gebäuden, Einheiten und Helden der jeweiligen Fraktion hat. Diesen Modus habe ich besonders oft in Schlacht um Mittelerde 2 gespielt, hier eher weniger. Daher denke ich, dass ich darauf im Video zum zweiten Teil näher eingehen werde. Oh, taktischer Cliffhanger würde ich meinen. Wie ihr merkt, habe ich an dem Spiel nur sehr wenig auszusetzen. Teilweise war mir der Bildausschnitt etwas zu nah herangezoomt, was besonders bei größeren Armeen schnell unübersichtlich wird. Der gezeichnete Stil der Minimap ist zwar gut gedacht, doch für mich etwas schwer lesbar, weil der Maßstab schon wirklich sehr mini ist, und ab und zu war ich zu ungeduldig beim Bauen von Gebäuden, weil man eine halbe Sekunde oder so warten muss, bis man das gewünschte Gebäude anklicken kann. Ich habe da oft zu früh geklickt und das Baumenü dadurch wieder geschlossen, immer und immer wieder. Doch diese Kleinigkeiten verblassen angesichts von Gandalf dem Weißen und all den anderen schönen Dingen aus dem Herr der Ringe-Universum, die in diesem Spiel leben. Es ist schön, dieses Spiel nach all den Jahren nachgeholt zu haben. Und jetzt freue ich mich darauf, den zweiten Teil auch nochmal wieder zu spielen. Bis dahin sage ich euch Maul halten! und tschüss.